Sanje Jodan Zoje Chona La Chanjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Sonan Che Dola Benje San Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Chona Chanjo Bado Dane Japso Che Dage Jenso Jebe Sonan Dola Benje San Rubara Sho Sanje Chodan Soje Chona Chanjo Bado Dane Japso Chen Dage Jenso Jebe Sona Dola Benje San Rubara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembra Joje Dunga Dan Dunga Jodan Tawara Joje Dunga Mebe Damba Dan Menda Wa Joje Nyere Jadan Dan Dra Danya Chembo La Nep Choro Je Banden Zawe Lama Remboj Dage Je Wara Beme Denjo La Kade Chembe Gone Jes Kusun Tuje Ngado Zaldo So So I will continue for what we the topic yesterday. Yesterday we talk about the way of practicing of the Doji Sempa. We can do generally all the sentient beings think about, and also beneficial for individual. There is individual also, I say, support and help in order to reveal ourselves, like the achievement of the Bodhisattva direction and the result. So this is also quite important. And the reason why we using this time, because it's quite nice, beginning of year, end of the year, both come up together saying, what we follow us, what we need to focusing, and then Buddha's teaching sutra, simple way, recitation, and then Vajrasattva recitation. These are advised. So there is a more or less a very resume. I talk about the general idea of the doing Vajrasattva, but then I want to talk a little bit like quite a simple way. Individually, what this gives benefit in the result, So today we talk a little bit more individually. After, if you have time, also, we can, if somebody wants to discuss, we can make a question answers also, because this can make a clarify of the when you understood this, and also some I see also. Very, very new here, and for there, it's a little bit too advanced to what topic, but there's many sentences are very useful, like link with the Dharma concept, a little bit different than the usual what we think. So these things are very useful because through this, usually I call like normally human beings, each part of the world, we have a different culture, but the Dharma has another culture. So when you understood this, then easy to apply the practice. Otherwise, sometimes we will have a culture gap and also a language gap, So therefore, sometimes these topics also they are useful. You can pick up the words, ideas, concepts, and then slowly these questions can give you better understanding and a better picture of the application of the practice, Wir werden mit dem Thema weitermachen, was wir gestern bereits begonnen haben.
Es wurde ja schon gesagt, dass wenn wir Vajrasattva oder Dojjhempa praktizieren, dass wir einmal ganz allgemein an alle fühlenden Wesen dabei denken können. Und zum Zweiten können wir auch daran denken, dass wir auf persönlicher Ebene einen Nutzen davon haben. Denn es ist eine Hilfe und Unterstützung, damit wir uns selbst so entwickeln können, dass wir in die Richtung der Bodhisattvas gehen können und schließlich auch die entsprechenden Resultate erlangen können. Was also auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir individuell davon Nutzen haben und nicht nur allgemein für alle fühlenden Wesen. Warum wollen wir diese Praxis jetzt nutzen? Wir haben gedacht, dass das sehr gut ist am Ende des Jahres, wenn beide Karmapas zusammen dieses Statement geben, was diejenigen, die ihnen folgen, tun sollten und worauf sie sich ausrichten sollten. Und zwar einmal eine Belehrung Buddhas, also ein Sutra, was einfach zu rezitieren ist, und dann die Vajrasattva-Praxis. Das sind also die Ratschläge, die dir gegeben werden, und wir wollen jetzt heute kurz zusammenfassen, wie wir diese Praxis ausführen und was der Nutzen oder das Resultat davon ist. Wir werden also etwas mehr über Vajrasattva oder Dojjhempa sprechen und wenn Zeit ist, auch noch Fragen und Antworten machen. Das kann bestimmte Punkte klären, und es ist gut, wenn wir ein Verständnis erlangen durch das Klären von unseren Fragen. Rinpoche sieht, dass einige hier im Raum ganz neu sind, und für diejenigen ist es natürlich ein Thema, was ein bisschen zu fortgeschritten ist. Dennoch gibt es hier und da immer wieder Sätze, die sinnvoll sind. Das heißt, die neuen Leute können sich mit diesen Dharma-Konzepten verbinden, und hierbei sollten wir verstehen, dass die Dharma-Weise zu denken etwas anders ist als unsere gewöhnliche Denkweise. Normalerweise in dieser Welt haben wir Menschen ja verschiedene Arten von Kultur. Es gibt also verschiedene Kulturen, und der Dharma ist sozusagen wiederum eine andere Kultur. Und es ist, wenn wir das so sehen, dass der Dharma wie eine andere Kultur in unserer Welt ist, dann ist es auch einfach, die entsprechenden Ideen und die Praxis anzunehmen. Denn sonst könnte es sein, dass wir ein Problem haben damit, dass es eine andere Kultur oder Sprache ist. Viele Themen, die hier angesprochen werden, sind sinnvoll, und auch neue Leute können hier Worte, Ideen oder Konzepte herausfischen. Und wenn Fragen gestellt werden und die Antworten kommen, ist es auch für alle sinnvoll, denn wir bekommen dadurch ein Verständnis oder wie ein Gesamtbild dessen, was wir mit der Praxis dann erreichen wollen oder wie wir unsere Praxis anwenden. Langage, de langue, des termes utilisés. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes nouveau ici, un nouvel arrivant, vous allez pouvoir juste prendre peut-être des choses qui vont pouvoir vous être utiles à comprendre, donc comprendre certains mots, certaines idées, certains concepts. Et c'est ce qui amènera donc une meilleure compréhension et qui participera à faciliter l'application ensuite dans la pratique. So now the topic practice for this. Usually what we used to do, I mean this is our circle, what we used to do depends on preference and individual. This some years ago we started this. Some people prefer only meditate, they don't like so much doing rituals and, visualization, recitation, not so easy individually. I think not against, but not so easy. Some people also very focused with the meditation. It's not so easy. They prefer more ritual and recitation and, like this. So we try to do both because it's good for both. So some of you doing a lot of meditate, some of you doing, how you say, visualization, recitation, mantra, like all this method we apply. So and then yes, we do this. So doing this, what we waiting for is clear our how you say, this also Dhamma way of explanation, clear our ignorance, and then reveal our potential
kind of wisdom nature. And then through purpose is through this we try to free from all the suffering conditions, you know, like just a resume of the both practices for that, you know, not other things. Mainly focusing with the individually means individual, but collectively everybody who involved. So not only like say I'm myself like this. So this is the Dharma purpose of what we do the practice, you know. Donc le sujet qui est le nôtre est celui de la pratique. Et en tout cas, ce que nous faisons, nous mettons en place dans nos cercles, on va dire, bien sûr dépend de la préférence de chacun. Nous avons déjà commencé il y a plusieurs années de cela. Certaines personnes sont plus à l'aise avec la notion de la méditation et ils préfèrent simplement méditer parce qu'ils ont du mal avec les rituels ou d'autres aspects de la pratique. Ce n'est pas qu'ils sont contre ces aspects, mais c'est simplement qu'individuellement. Also wir praktizieren hier ja verschiedene Arten von Praxis und es gab hier gerade ein paar Störungen, deswegen muss ich es zusammenfassen. Manche praktizieren lieber Meditation und mögen nicht so gerne Rituale oder Rezitation. Das ist persönlich für sie nicht so einfach, auch wenn sie nicht dagegen sind. Und für andere ist es genau umgekehrt. Sie können nicht einfach nur stilles Sitzen praktizieren, sondern machen lieber Rituale und Rezitation. Und was immer wir auch machen, beides ist gut zu tun. Manche meditieren eher still und manche machen eher mit Visualisation, Rezitation, Mantras und so weiter. Das sind einfach die Methoden, die wir benutzen und man kann dann die aussuchen, die man bevorzugt. Und das ist die Art und Weise, wie wir das erklären. Und was hier gesagt wird, ist, dass wir unsere Unwissenheit klären und unser Potenzial dadurch enthüllen können. Unser Potenzial, was nichts anderes als unsere Weisheitsnatur ist. Das ist die Dharma-Art, das Ziel dieser Praktiken zu erklären, egal um welche Praxis es sich handelt. Und es geht eben darum, dass wir uns wirklich vom Leid befreien. Das ist das Hauptziel dabei. C'est le but même de la pratique. Donc, bien sûr, et ceci à un niveau individuel, et forcément, nous incluons tous les êtres dans ce souhait également. Mais c'est ce qui est... Und natürlich sind auch alle anderen mit eingeschlossen in diesen Wunsch, zur Befreiung von Leid zu gelangen. So when I say this, then there is a lot of questions, you know. What is Buddha nature quality of the mind? Why suffering? What is benefit free of suffering? How come? Which way to be free? You know, this kind of a lot of questions, you know. I mean, maybe you have immediately, some are already familiar, you know, we talk all the time this. So there is a lot of questions, you know, like this is a basic, but it's quite important because this is very specific, like following the Dharma, you know, the teaching. So then there is a lot of teachings for this, you know, a lot of teachings. Teaching means answers, you know, a lot of answers. Wenn wir über diese Dinge sprechen, werden sicherlich viele Fragen auftauchen. Was ist denn eigentlich die Buddha-Natur? Was sind die Qualitäten des Geistes? Was ist Leid? Warum leiden wir? Und was bedeutet es, frei von Leid zu sein? Und wie geht das vor sich oder wie können wir dahin gelangen? Manche sind mit diesen Themen schon vertraut, andere wiederum haben sehr viele Fragen. Und das ist auch sehr wichtig, dass diese Fragen auftauchen. Denn es sind ja ganz spezifische Themen. Wir folgen hier dem Dharma und den Belehrungen. Und da ist es gut, wenn wir viele Antworten bekommen. Und diese Antworten kommen natürlich aus den Belehrungen. Also es ist gut, wenn wir viel darüber hören. So basic, most answers will come afternoon what we do repetition. Because some people are studying here a lot, you know, and also Kembos come, they give teaching. Many people, we cannot come here because
your time, and like this. So what we learn here, precise, we try to share with everybody, So that's the reason we try to make it just topic by topic, and then collective all the topics, then you're understanding much more clear meaning of the Buddha's teaching, Buddha's teaching, and also this supporting the result of the practice. Some do meditate, or some do the practice of the recitation rituals. So both, when you do the practice, then all the understanding, perceiving, the kind of experience of doing this practice, then can refer with the teachings, Teachings give you the direction, like the teachings a little bit like map, and then you are following the map, So this is the combination is very useful, Die meisten Antworten auf die Fragen kommen eigentlich in den Nachmittagssitzungen, wo studiert wird. Manche hier studieren ja sehr viel. Es gibt Campus, die hierher kommen und Belehrungen geben. Und da nicht alle daran teilnehmen können, aufgrund von zeitlichen Problemen, versuchen diejenigen, die studieren, das mit den anderen zu teilen. Und wir gehen da Schritt für Schritt vor. Jedes Thema wird durchgenommen und so bekommen wir ein klares Verständnis von Buddhas Belehrung. Dieses klare Verständnis ist wiederum eine Stütze, um die Resultate unserer Praxis zu erlangen, sei es die Praxis von Meditation allein oder die Praxis, die sich auf Rituale und so weiter stützt. Und wenn wir jetzt praktizieren, dann wird dieses Verständnis unsere Praxis unterstützen. Und wir können uns während der Praxis auf die Belehrungen beziehen. Die Belehrungen geben uns also eine Richtung und sind praktisch wie eine Landkarte, der wir folgen. Und so ist es sehr sinnvoll, Studium und Praxis miteinander zu verbinden. Les enseignements, de manière générale, donnent une direction. C'est un peu en fait comme une carte. Et il s'agit en fait de suivre cette carte pour se rendre à la destination escomptée. Donc cette combinaison entre la pratique d'une part et ces enseignements précis d'autre part est quelque chose de vraiment utile pour arriver pour actualiser le résultat. So now, today we talk about the practice of the Vajrasattva purification. There's questions why it is important, why it is important. There is two important, two. One is we say we apply the practice, individual preference. Sometimes we do meditation. Sometimes we do some people we do the recitation, mantras, visualize that we do. So now this is somehow it's easy, but other hand it's not so easy, quite difficult. So practice is easy, but the result is always there is some difficult. But difficult is not only one reason, many reasons. So many reasons. And another is our life condition, human beings' life condition, where everything's okay, but sometimes individual you have facing own kind of conditions, So own conditions. So therefore, we're never happening what we want, like this. We always put a lot of effort. Some are very easy, some are not so easy. There is a lot of things appear. There is a lot of kind of blockage there. So there is two. One is individual life conditions. Another is individual application of the practice. There is always there is some not so easy. Easy to step on.
Wir sprechen also über die Vajrasattva-Praxis jetzt. Warum ist diese so wichtig? Wir müssen bedenken, dass es hier 2 Punkte gibt. Es ist ja so, dass wir die Praxis ausführen, die wir individuell vorziehen. Entweder Rezitation, Mantras und so weiter, Visualisation oder reine Meditation. Einerseits ist die Praxis einfach auszuführen, aber andererseits ist sie doch nicht so einfach. Und es ist sogar ziemlich schwierig, wirkliche Resultate zu bekommen. Und dafür gibt es nicht nur einen Grund, sondern viele Gründe, dass es schwierig ist, die Resultate von Meditationspraxis zu bekommen. Zusätzlich ist es auch noch so, dass wir ja unsere persönlichen Lebensumstände haben. Im Allgemeinen geht vielleicht alles soweit ganz gut, aber manchmal haben wir auch auf individueller Ebene bestimmte Bedingungen, denen wir begegnen müssen. Und so geschieht eigentlich nie wirklich das, was wir eigentlich wollen. Wir geben uns immer sehr viel Mühe in unserem Leben, aber für einige ist es einfach, aber für andere ist es nicht so einfach. Und wieder andere haben sehr große Schwierigkeiten. Wir haben hier also Blockierungen, einmal durch unsere individuellen Lebensbedingungen und dann durch unsere persönliche Art und Weise, wie wir die Praxis anwenden. Und deswegen ist es immer nicht ganz so einfach, wirklich voranzukommen. Forme de blocage et rien ne se passe, alors même que nous fournissons des efforts et de l'énergie pour cela. Donc comme on peut le voir, oui, il y a des aspects qui sont assez faciles, où les choses vont se produire, mais d'autres aspects où il y a toujours quelque chose qui est un peu compliqué, un peu difficile, un peu poussif en quelque sorte, et qui nous empêche en fait que les choses soient vraiment très fluides et se manifestent ou se déroulent de manière facile. So then if you listen one part of Buddha's teaching, everybody has very, how you say, very important potential, like important potential means how you say, enlightened potential when you listen. Then on the other hand, when we look, we have not really enlightened potential. We have so many complicated in our mind, our situation. So there's a little bit. There's 2 things. Question why Buddha says this. When I try to do something, doesn't work. Like this. So then there is several answers there. In teachings. So if you try to search, there is all the answers come by the kind of subject and paragraphs like this, but the answers are very useful in order to apply both practice and the condition of the life. I didn't get when you said several answers. Several answers, like for example, if you see the topic of different topics, then there is a lot of subject, paragraphs, you can see many things, That's why I said teachings, Wenn wir Teile von Buddhas Belehrung betrachten, dann wird dort ja gesagt, dass jeder von uns ein sehr wichtiges Potenzial hat, nämlich das Potenzial der Erleuchtung. Und wenn wir dann aber genauer hinschauen, sehen wir, dass wir selbst eigentlich nicht besonders erleuchtet sind und dass wir so viele komplizierte Lebenssituationen haben. Und warum ist es so, dass wir dieses erleuchtete Potenzial eben nicht wahrnehmen? Wenn wir denn das versuchen, das herauszubringen oder hervorzubringen, dann funktioniert das nicht. Für diese Frage finden wir verschiedene Antworten in den Belehrungen. Diese Antworten kommen, wenn wir das wirklich untersuchen, in den verschiedenen Paragraphen und Themen, die in den Belehrungen stehen. Und das unterstützt es wiederum, unsere Praxis auszuführen und mit unseren Lebensbedingungen umzugehen. Also diese Antworten sind hilfreich. Und da gibt es verschiedene Themen und verschiedene Paragraphen und Themen. Und die helfen uns wirklich für unsere Praxis und für unser Leben. Cheminement ou notre application de la pratique et pour d'autre part également pour nos conditions de vie de manière générale. Donc il y a ces différents sujets avec on va dire des passages précis qui vont répondre à ces questionnements. And now this is my point of view also, maybe each has one point of view, but my point of view, all this, like we say, there's a lot of answers.
these answers are very, very positive. You know, some are not so nice to hear, but it's quite positive. Reason why, if I could do this, then you fulfill your goal. You know, like example, if you were too hot, like everybody here, too hot, then say open the window, wind will come, then you get cool. You know, similarity. If you close window, continue, we are suffocate and very hot and you know sleeping. You know, like this. Hier gibt es natürlich verschiedene Standpunkte, aber Rinpoche sagt, sein Standpunkt ist, dass diese Antworten, die wir in den Belehrungen finden, sehr positiv sind. Sie sind vielleicht manchmal nicht so angenehm zu hören, aber sie sind positiv. Denn wenn wir das befolgen, was dort gesagt wird, können wir unser Ziel erreichen. Wie zum Beispiel, wenn wir hier alle in diesem Raum sind und es wird zu heiß und jemand sagt, wir können aber die Fenster öffnen, dann kommt ein Wind und es wird kühler werden, dann ist das eine positive Nachricht. Wenn wir das Fenster aber geschlossen lassen, werden wir alle mehr oder weniger ersticken und einschlafen. Aber wir wissen eben, dass wir das Fenster öffnen können und dadurch eben kühler Wind hereinkommt. Qui va venir nous rafraîchir. Alors que si nous avons trop chaud et que nous restons dans une pièce trop chauffée sans ouvrir les fenêtres, eh bien, on continue simplement de suffoquer et en plus nous commençons un peu à nous endormir et à s'endormir et à ne pas être très, très frais. Donc c'est un peu la même chose en fait. Ces réponses viennent agir comme une forme d'air frais comme cette forme d'air frais qui vient nous rafraîchir. So then, the other hand is in order to be open window is easy example, but in order to be like everything goes well, need a lot of hard work. You know, I mean, a lot of need to pay attention yourself. There is no miracle, no like kind of a magical nothing. You have to develop yourself. You have to work yourself. This is quite a like this, like for example, even practice, meditate or practice of the rituals, whatever, there's not so much miracle, not so much magical. This topic is just linked with the material, linked with the substance, miracle, magical, these things. Now we talk about yourself could reveal with like a quality of the bodhisattva. So this you have to work. Ourselves we have to work. There is nothing will come miracle. There's a problem. We always kind of one concept waiting for something. Never. This will never happen. Like this. Das Fenster öffnen ist nur ein Beispiel. Aber was gemeint ist, dass damit alles gut verläuft, müssen wir hart arbeiten. Das heißt nichts anderes, als dass wir sehr viel Achtsamkeit aufbringen müssen. Es gibt hier keine Wunder oder Magie, sondern damit es eben gut verläuft, müssen wir selbst arbeiten. Und selbst in den Meditationen oder den Ritualen gibt es keine Magie. Denn das ist nur mit bestimmten Substanzen verbunden, dass man solche Rituale macht. Aber da ist nicht wirklich ein Wunder oder eine Magie am Werk. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir die Qualitäten eines Bodhisattvas entwickeln können, dann müssen wir dafür arbeiten. Nichts kommt einfach nur durch Wunder. Und das Problem ist aber, dass wenn wir nicht dieses Konzept haben, dass wir dann nur auf etwas warten, was aber niemals geschehen wird. Also wir haben oftmals dieses Konzept, dass irgendetwas von selbst geschieht, wie ein Wunder. Und das passiert eben nicht. This now depends on individual. Really you want to go or you want to go a little bit and then again, like depends on individual. Not we cannot push, we cannot emphasize. We talk this way. Also Buddha's teachings, they talk. Then
according with individual, they apply according with their capacity, their time, their potential. We apply, like this. So there is no kind of structure there. I mean, a structure means like a strategy. Individually, we have to go. So in order to go, there's several important points we have to know. So this is then how to take care also comes to in the individual, Es hängt also alles vom Einzelnen ab, ob wir wirklich wollen oder ob wir nur ein bisschen wollen. Wir können ja niemanden antreiben. Wir können einfach nur Buddhas Belehrungen weitergeben. Und dann hängt es von uns auf individueller Ebene ab, wie wir diese anwenden, entsprechend der Zeit und der Fähigkeiten, die wir haben. Es gibt keine Struktur im Sinne einer Strategie, sondern auf individueller Ebene müssen wir einfach den Weg gehen. Und dafür müssen wir einige Punkte wissen und wenn wir die dann umsetzen, dann können wir individuell auch etwas erreichen. En fonction de nos capacités, en fonction de notre potentiel, de notre compréhension, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, une stratégie, où il n'y a pas une structure pour aller, que tout le monde emprunte la même chose. Ça dépend vraiment de chacun. Maintenant, pour emprunter ces directions, il y a plusieurs choses, plusieurs points qu'il s'agit de savoir, qu'il s'agit de connaître, mais ensuite, et il s'agit aussi de prendre soin de certains aspects en fonction de là où nous souhaitons aller, de la direction où nous souhaitons emprunter. Mais à nouveau, prendre soin de ces aspects nous revient. C'est à nous, en fait, de vraiment mettre les choses en œuvre et en place. So now there is in order to, if you want to go or whatever you do, there is several could make difficult kind of, how you say, difficult to make example, but difficult to kind of process problems, This we have to know which reason, why, we have to know. According with this, then you apply the conditions, Wenn wir also diesem Weg folgen wollen, dann müssen wir wissen, dass es auf diesem Weg oder in diesem Prozess verschiedene Schwierigkeiten geben kann. Wir müssen auch wissen, warum diese Schwierigkeiten auftauchen und können dann entsprechend der Situation die entsprechenden Bedingungen anwenden, können also reagieren. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit? Alors, pourquoi ça les rend difficiles? Pourquoi cela, rend ce processus difficile? Et qu'est-ce qu'il s'agit de mettre en place pour pouvoir véritablement cheminer? So for this, like we just share several topics, like we say, practice of Dojo Semba, why? Question is why? Because certain points are helped by this practice. For example, one important is in the teaching, this sentence will come. They call like obstacle rate. Obstacle rate means like this also slowly have to research. This is very important. Obstacle rate by the how you say, seed and result. Seed of the negative deeds. We call like usually many of we call Dhagpo. Dhagpo means if you do something negative thought, negative action, negative, but then negatives, what is negative? Negative is harmful things, not proper way, harmful things. That's the reason we term also using in the how you call more or less negative. This all, I say a little bit language gap because sometimes also harmful conditions are. People think it's not negative, but generally in wordly. But here talking about all the harmful for the beings is considered creating negative. Why negative? Because this resolve and kind of blocking, not able to move your intelligence, your kind of a goal, your function, your action. These things are kind of
blocking, So this term we call obscurate our nature, not talk about obscurate in the sensations, but in our nature, obscurate due to the negative seed. So negative seed and the part of the result, not all, What do you mean part of the result and not all? Because it's also not ripening one time, like fruit is ripe one time, then it's finished. Not like this, it's constantly, coming, Wir sprechen ja über verschiedene Themen und die Frage ist jetzt, warum praktizieren wir überhaupt Dorje Sempa oder Vajrasattva? Es hilft uns, diese Praxis auszuführen bei bestimmten Themen. In den Belehrungen gibt es ja einen Satz, wo gesagt wird, dass wir durch die Saat und die Resultate verdunkelt sind. Dieser Begriff der Verdunkelung oder Trübung des Geistes ist etwas sehr Wichtiges und es ist gut, sich darüber zu informieren. Wir sprechen hier von der Saat. Was ist damit gemeint? Das ist die Saat der negativen Handlungen, die wir ausgeführt haben, auf Tibetisch Dhagpo. Also wenn wir negative Handlungen ausführen. Und was ist negativ? Negativ ist gleichzusetzen mit schädlich. Etwas, was nicht richtig ist und was Schaden zufügt. Hier ist es wichtig, diese Worte genau zu untersuchen, weil wir sonst wieder ein Problem mit der Sprache bekommen. Denn in der Welt zum Beispiel gibt es bestimmte schädliche Dinge, die aber nicht negativ erscheinen. Aber hier sprechen wir davon, was negativ für die fühlenden Wesen ist. Und alles, was wir also an Negativen schaffen und was den fühlenden Wesen schaden kann. Denn das bezieht sich hier auf das Resultat und ein Resultat, was eben uns dabei behindern kann, nicht vorwärts zu kommen, was unsere Intelligenz betrifft, unsere Ziel, unsere Funktionsweise, unsere Handlungen. Also diese Negativität ist eine Blockierung. Und dieser Begriff der Verdunkelung bezieht sich auf unsere Natur und nicht nur auf unsere Wahrnehmung oder Empfindung. Es ist also nicht für unsere Empfindung negativ, sondern bezüglich unserer Natur und das bezieht sich wiederum auf die Saat. Also alles, was negative Saat ist und unsere Natur somit behindert oder blockiert. Und hier sprechen wir von Teilen, von Resultaten, die dadurch entstehen. Nicht alle, wie zum Beispiel, wenn eine Frucht reif wird, wird sie in einem Mal reif. Und hier geht es aber um ein Reifwerden von Saat, nicht nur in einem Mal und dann ist es vorbei, sondern es ist etwas, was kontinuierlich produziert ist oder kontinuierlich zur Reife kommt. Ensuite, il y a différentes conséquences. Alors, ces conséquences, il ne faut pas les envisager comme le fait qu'il y a un acte va venir ensuite mûrir en un résultat ou une conséquence. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses parce que ça serait terminé. C'est bon, un acte a produit un résultat ou un fruit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Parce qu'en fait, c'est constamment que des résultats se manifestent ou qu'il y a une forme de fruit qui apparaît. Donc, ce n'est pas simplement une fois. So, for this, the question, which way, we will apply the negative things, which way. So, this is a quite large topic. Actually, if you refer with some teachings, through there you can see, in order to creating like negative seeds, basic due to they will express due to the ignorance. Ignorance means actually meaning is a lack of the information. That's why ignore. Not saying you are stupid. Not saying this. Lack of the information. We have a lot of other information, then we are following the lack of that information,
then we are creating by the way of thinking, way of acting, way of communication, and want to do and act and the result. They have a lot of different procedures. So this is like usually I always try to do one the topic, one reference of the teachings. So this kind of topic is a lot of clear emphasis through the Gampopa's teaching, But Gampopa's teaching, if you go word by word, then you will understanding how the idea and expressing and using the topics, then slowly you understand, Auf welche Weise vollbringen wir Negatives? Das ist ein sehr weitreichendes Thema. Dieses Thema, wie negative Saat geschaffen wird von uns. Grundsätzlich entsteht negative Saat durch Unwissenheit. Und Unwissenheit bedeutet nicht, dass wir dumm wären, sondern Unwissenheit ist nichts anderes als ein Mangel an Information. Und wir haben bestimmte Informationen nicht und haben wiederum andere Informationen, denen wir dann folgen und dadurch dann Negatives schaffen. Wir schaffen diese Negativität durch Gedanken, Handlungen, unsere Art zu kommunizieren und so weiter. Also wir wollen etwas Bestimmtes tun und handeln und haben dann ein bestimmtes Resultat. Und da gibt es verschiedene Vorgänge bei diesem Prozess. Normalerweise hat Rinpoche ja immer ein Thema bei den Belehrungen und diese Themen finden wir ganz klar aufgeführt bei Gampopa im Juwelenschmuck der Befreiung. Und wenn wir dieses Buch Wort für Wort durchgehen, dann entwickeln wir ein Verständnis. Und wir bekommen eine Idee, wie das dort erklärt wird und können dieses Thema dann nutzen und langsam zu einem Verständnis gelangen. À considérer cet enseignement de Gampopa et à considérer chaque mot, en fait, pour vraiment comprendre ce qui est derrière chaque mot, quelle est l'idée, qu'est-ce que cela exprime, et voir justement sur ces différents types de sujets, qu'est-ce que Gampopa dit, et de le comprendre ainsi progressivement. So then individually, if really you want to know yourself, then what the teaching says, how you live, how you do, this need to combine it, Otherwise, teaching is just remain with the theory, and you do like you feel normal way of our life. So then it doesn't kind of match. You don't see really clear. So just way of process. When you listen or read the teachings, and then you have to make your own question, because we want to improvement. So we want to question yourself, how myself living, conditions, what I think, what I do, you just you have to see really, you search yourself clear, Wenn wir uns auf ganz persönlicher Ebene selbst kennen wollen oder verstehen wollen und wenn wir gleichzeitig den Belehrungen folgen oder sie hören oder lesen, dann sollten wir das vergleichen mit unserer Art zu leben und das miteinander verbinden, denn sonst bleibt die Belehrung nur Theorie. Da ist einerseits die Theorie dessen, was in den buddhistischen Belehrungen gesagt wird, und dann ist da unser normales Leben. Und das passt dann einfach nicht zusammen und wir haben auch keine klare Sicht. Es ist wichtig, dass wir so vorgehen, dass wir also, wenn wir die Belehrung hören oder lesen, dass wir uns dann selbst Fragen stellen. Denn wir wollen uns ja verbessern. Und wenn wir uns selbst Fragen stellen, dann hilft uns das dabei. Zum Beispiel, wenn wir fragen, wie lebe ich denn? Was denke ich? Was tue ich so? Es ist also wichtig, dass wir ganz klar eine Untersuchung anstellen bezüglich unseres eigenen Lebens. Toujours, bien sûr, on va entendre un enseignement, on va le lire, ou peut-être le lire, mais ensuite il faut qu'il y ait une forme de questionnement qui émerge en nous. Parce que notre but, c'est de pouvoir
quelque part progresser, cheminer. Donc s'il n'y a pas ce questionnement, il ne peut pas y avoir de cheminement. Il faut qu'il y ait ce questionnement en lien avec nous-mêmes, qui nous est propre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important dans le processus. So now, when you do this, we should be a little bit free of the radical, because sometimes we are radical. Yes or no, black and white. I could do, cannot do. Now I give up. I try to do, put a lot of effort. Not like this. According with the situation, your situation, see the functioning, how we are functioning. Then there is a, apply the how you call apply the solutions. Solutions most linked with the practice. Apply the solutions. Wenn wir das jetzt tun, dann ist es wichtig, dass wir nicht zu radikal vorgehen. Radikal heißt hier, dass wir oftmals alles in Schwarz oder Weiß sehen. Also entweder können wir überhaupt die Praxis nicht ausführen und haben das Gefühl, wir haben viel gegeben, aber es funktioniert nicht und dann geben wir auf. Oder wir versuchen es zu hart und wenden zu viel Anstrengung an. Also es geht nicht um so eine radikale Herangehensweise, sondern eher, dass wir entsprechend unserer eigenen Situation sehen, wie wir funktionieren. Because then you will apply according with your condition, much is possible, like this. So each time apply, there is a understanding, meaning, and then the benefit of the thinking and the doing it itself. When you are habit of this, you can go a little bit more. There is a lot of process you can go, Und entsprechend unserer eigenen Situation können wir dann eben die Lösungen anwenden, die mit der Praxis verbunden sind. Und dann geht es darum, dass wir die Dinge wirklich so anwenden, wie sie unserer Situation entsprechen und so viel wie möglich. Also jedes Mal werden wir etwas sehen und dann verstehen und dann können wir wieder darauf reagieren und so weiter. Und so entstehen Gewohnheiten und dieser Prozess kann dann also fortschreiten. Véritablement cette direction. So now, due to this, one part is we apply the Vajrasattva Dojasamba practice. Because actually, first important is we don't want to suffering. We don't need suffering. We don't want suffering. In order to not have suffering, we apply this practice, and how you say, we using term purified. I don't know how you understand this idea, but actually try to clean the cause of the rising the result of the suffering, That's we using negative, but actually there is one we creating cause, and this if you don't kind of clean up, this will resolve makes then condition of the suffering, So therefore, when we do practice, because there is several theory ideas, but actually some people think in order to purify I need suffering, People think some theory like this, but according with the Dhamma, when you really listen, we don't want suffering. In order to prevent the suffering, we apply the method, and the method then this makes you don't need to face suffering, Und so ist ein Teil dieses Prozesses die Anwendung der Vajrasattva oder Dojasamba-Praxis. Hier gibt es nun einen wichtigen Punkt. Wir wollen ja nicht leiden und wir brauchen auch kein Leid. Und dafür wenden wir ja diese Praxis an. Hier wird der Ausdruck Reinigung benutzt. Und das kann man natürlich verschieden verstehen. Hier ist mit Reinigung gemeint, dass es die Ursachen reinigt, die dazu führen, dass als Resultat von Handlungen Leid geschieht oder auftaucht.
Und wir sprechen hier ja von negativen Handlungen. Das heißt, wir haben bestimmte Ursachen geschaffen. Und wenn wir diese nicht reinigen, werden wir als Resultat die Bedingung von Leid oder den Umstand von Leid erfahren. Und deswegen praktizieren wir. Manchmal könnte man verschiedene theoretische Ideen darüber entwickeln, wie zum Beispiel, dass man leiden muss, um etwas gereinigt zu bekommen. Entsprechend des Dharma ist es aber nicht so, denn wir wollen ja nicht leiden und es geht uns ja darum, sogar Leid zu verhindern, also im Vorfeld dafür zu sorgen, dass kein Leid geschieht. Und dafür wenden wir die Methoden an und deswegen müssen wir dann auch keinem Leid begegnen. Also wir brauchen nicht zu leiden, um etwas zu reinigen, sondern im Gegenteil, wir wollen Leid verhindern. De souffrir, il n'y a pas besoin d'expérimenter ou d'éprouver de mal-être, et nous appliquons en fait des méthodes justement qui font qu'il n'y a pas afin de ne pas souffrir ou de ne pas générer de mal-être. So I think why both Karmapa saying we have to emphasize all the people we do Vajrasattva practice, because time is not so easy in there, all the time, but it's special nowadays. So in order to if you could a little bit reduce the cause of the negative, and even everything is problem individually, also much less problem, Then collectively, certain area much more pleasant. So that's the reason I'm talking about the generally and specific both, but generally emphasize this. There is conditions are not so favorable, but if we do to the individual, collectively in the worldly, all the beings, but due to the individual, if you could a little bit clean up the cause of the suffering, this prevented the individual suffering, Warum haben beide Karmapas uns darum gebeten, dass wir diese deutsche Sempa-Praxis ausführen? Die Zeiten sind ja nicht leicht. Die Zeiten sind nie leicht, aber besonders heutzutage ist es wirklich nicht leicht. Und es wäre gut, wenn wir auf individueller Ebene die Ursachen für Leid reduzieren könnten. Selbst wenn überall Probleme herrschen, werden wir dann weniger Probleme haben. Und es wird auch bestimmte Gegenden geben, in denen man noch besser leben kann. Es hat also spezifische und allgemeine Gründe, dass es gut ist, diese Praxis auszuführen. Im Allgemeinen sind ja die Bedingungen nicht so gut in der Welt, weil alle fühlenden Wesen kollektiv in dieser Welt leben. Aber wenn wir zumindest auf individueller Ebene die Ursachen für Leid reinigen könnten, dann würden wir sehr viel individuelles Leid verhindern können. Même si nous sommes dans un environnement défavorable, finalement éviter ou prévenir d'un mal-être individuel. So now, everything I make very resume. So detail, you can go to listen the teachings, So now, individually, there is two things we talk about too. One is linked with the practice, in order to reach result of the practice. Another is also condition of the individual life, life conditions. So, for example, life conditions, if we have a lot of past and just past from now to until beginning of our life, if there is also not only your things, but link with the other conditions. This we call, if you little bit go with the following the teachings, there is a lot of link with the interdependent, and the link through this, not only your fault, but a lot of negative deeds could create it, So, like a kind of a network. So, due to this, individually, not all same, but sometimes we never happening what we want, That means we don't want suffering. There is some suffering emotionally, and condition, and health, and like all this comes. We want to do something, never work. These kind of things are also linked with the karmic deeds. This is for example, generally, like our life. So
Then another is more important for the practice also, for practice. So therefore also emphasize our mind could be obscurate, mind obscurate by negative deeds, you know. The Dhagpo we call it, like obscurate by the collecting the negative deeds. So this what will happening. What will happen is doesn't go proper path, like Gampopa teaching saying. First important is, I mean, this looking for the truth, you know. First important is my mind not so easy to understanding Dharma. And then also when I understood Dharma, cannot really process procedures, also lot of obstacles. And then also if you could go this, then all the path illusions could be clear, and this clarity you could remain with your own wisdom. You know, there is four teachings of explain of the Gampopas. If you simplify, if you go a little bit detailed, there is a lot of explanation. For this, there's one important link with the mind, is like a kind of that's we also try to really understanding the background of culture of the Dharma. We're using is obscurate. Mind is obscurate by the negative deeds. You know, Dhagpo. You know, like when you practice Vajrasattva practice, there is one part of the obscuration is linked with the how you say this negative deeds. You know. Donc ceci. Das wird jetzt natürlich alles sehr zusammengefasst dargestellt. Wenn ihr mehr Details haben wollt, dann müsst ihr noch mehr in den Belehrungen suchen. Es ist also einmal der Punkt der Praxis, dass es also darum geht, das Resultat der Praxis hervorzubringen. Und dann geht es darum, was wir in unserem persönlichen Leben für Lebensumstände haben. Und diesbezüglich haben wir verschiedene Bedingungen. Von der Vergangenheit bis jetzt haben wir bestimmte Umstände erlebt. Und das, was wir erleben, sind nicht nur unsere persönlichen Umstände. Denn in den Belehrungen wird ja auch gesagt, dass es eine wechselseitige Abhängigkeit gibt. Und wenn also Negatives angesammelt wurde, dann ist es nicht nur unser eigenes Negatives, sondern es sind sehr viele negative Handlungen geschaffen worden von allen Wesen. Und es ist ja alles wie ein Netzwerk. Also das abhängige Entstehen zeigt uns ja, dass alles miteinander zusammenhängt. Und dann kann es eben geschehen, dass wir auf individueller Ebene, und das ist nicht für alle gleich natürlich, aber dass wir selbst nicht erreichen können, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel wollen wir nicht leiden und trotzdem erleben wir Leid durch Emotionen, durch unsere Lebensumstände, Gesundheit und so weiter. Oder wir wollen etwas tun und das geschieht niemals. Und all dies, das hängt ja auch mit den karmischen Taten zusammen und zeigt sich in unserem täglichen Leben. Dann bezüglich der Praxis wird ja gesagt, dass unser Geist durch Negativität getrübt oder verdunkelt oder verschleiert ist. Dhagpo, also der Schleier durch die Negativität. Und das ist also aufgrund der Handlung. Und wir sind also auch durch die kollektiven negativen Handlungen getrübt. Und was geschieht dann? Dass wir dem Weg nicht auf rechte Weise folgen können. In Gampopa wird das genau beschrieben und da wird ja auch gesagt, dass man eben, wie man eben nach der Wahrheit sucht und dass zuerst der Geist eben gar nicht so einfach den Dharma überhaupt verstehen kann und dass er ihm dann nicht wirklich folgen kann, weil Hindernisse auftauchen. Und wenn wir eben jetzt dem Weg folgen können, dass dann auch die Illusionen geklärt werden können. Trul Parcel auf Tibetisch. Und wir können dann schließlich in unserer eigenen Weisheit verweilen. Das war eine Kurzbeschreibung der 4 Dharmas von Gampopa. Und wenn ihr die im Detail anschaut, werden sehr viele Informationen dort zu finden sein.
Es ist wichtig, dass wir die Kultur des Dharma verstehen, dass also unser Geist durch die negativen Taten verdunkelt wird. So wird es im Dharma-Jargon sozusagen ausgedrückt. Und ein Teil dieser Negativitäten, die durch negative Taten entstanden sind, kann eben durch die Dodge-Sempa-Praxis gereinigt werden. Il est possible que nous ne parvenions pas à dissiper la confusion. Donc en fait, si justement il n'y a pas d'obstacle sur le chemin, s'il y a quelque chose qui est dissipé ou qui est nettoyé ou purifié, cela va nous permettre de dissiper la confusion. Et cela va nous permettre, une fois cette confusion dissipée, de demeurer dans notre propre sagesse. En fait, c'est une explication résumée de ce que l'on appelle les 4 dharmas de Gampopa. Il y a beaucoup plus de détails si on veut examiner chacun. Mais en fait, pour revenir justement au fait d'avoir cette culture du dharma, on revient à ce point essentiel que l'esprit est obscurci, ou plutôt est voilé par ces graines néfastes, par ces empreintes ou par les actes néfastes qui ont été posés. Et la pratique de Dorje Sempa va nous permettre, pour une part, de dissiper justement ces voiles ou ces obscurcissements. So now link with the practice, we call like obscuration, the term we use this. Obscurate means you don't get clear, clear. Due to this, don't improvement of the result. So now this is one hand is when you say obscuration, you are a little bit like a kind of unclear, stupid, not kind of sharp, like this way we understand. Actually, not like this. Actually, obscurate by you are so intellectually clever. Due to this, reality is obscurate, Wir sprechen im Zusammenhang mit der Praxis ja von der Trübung oder Verdunkelung. Das bedeutet, dass wir nicht klar sind und deswegen unser Resultat nicht erreichen können oder kein besseres Resultat bekommen. Wenn wir aber jetzt verdunkelt sagen, dann verstehen wir oft, dass wir nicht klar wären oder dumm oder unser Geist nicht scharf wäre. Und das ist keine richtige Interpretation, sondern verdunkelt heißt hier, dass wir so intelligent sind und durch unsere Intelligenz so schlau sind, dass die Wirklichkeit verdunkelt erscheint. Dass wir die Wirklichkeit also getrübt wahrnehmen, aufgrund unserer Intelligenz. Ne voyons pas la réalité telle qu'elle est, que les choses sont, que cette capacité vient voiler notre compréhension. Maybe both is possible, but mainly this way. So, both. Sometimes we are not clear, so stupid also. But somehow we are too clear. This makes also obscurate. But the obscurate due to the revealed your own quality, like using term Buddha nature. We really, when we talk this, we don't understand it. Need to go more clarify, but actually we're using term. What does mean Buddha nature? Means you have a kind of potential of the enlightened, Alors parfois c'est aussi qu'on est vraiment stupide, hein. Ça peut être les deux en fait. On peut être stupide d'une part, ou bien simplement que cette forme d'intelligence vient créer un voile et nous empêche de comprendre les choses telles qu'elles sont. Et donc dans un cas comme dans l'autre, le résultat est que nous ne parvenons pas à révéler cette qualité innée qu'est la nature de Bouddha. C'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Encore une fois, on entend cela et on ne sait pas vraiment à quoi ça fait référence. Il faut aussi clarifier ce que signifie ce terme de manière personnelle. Mais lorsque l'on parle de nature de Bouddha, cela désigne cette capacité ou ce potentiel de l'éveil qui est en chacun. So this also should not misunderstand, because context would reveal the quality of your nature, due to the practice. For example,
link with the meditation, link with the practice of the recitation, like visualization. This both link. Main goal is you could perceive clarity of your state of mind, and then due to the clarity, you could remain with the according with the what you understand in teaching. Through this continued practice can have the same quality of the we say like bodhisattvas or like enlightened quality. So we talk about this context, not all the other contexts. For this, where is the obstacle? What is mean as an obstacle? So basic, according with the my understanding, maybe some others has another point of view, but my understanding is what makes it's a link with your own ego, and difficult to believe truth, difficult to believe the quality of the bodhisattvas and Buddhas we don't see really, but the bodhisattvas, and due to this lack of the kind of really confidence, we using called devotion, really confidence, and lack of the confidence when you apply the method doesn't really help the develop of the state of mind. This kind of blockage. Then also sometimes a lot of perceive. That's why I say a little bit like intellectual clever. A lot of perceive all the terminology, all the ideas are a lot of fault. Due to this, then yourself clarity. Like clarity means like general intellectual clarity blocking the reality. So that's the emphasize for the practitioners. Reason why purification helps will prevent the perceiver. According with the Dharma, is wrong. Maybe normal way is not really wrong. It's individual, like intellectually what to perceive. But according with the due to this, according with the reveal your own Buddha nature, then it's an obstacle, Because we need a little bit like an idea, not everything black and wrong like this, but like a certain way is right, but due to this, in order to get a reality, is blocking. What do you mean by in order to get a Like for example, intellectual ideas is right normally, we have this, we have a capacity, but a lot of this mind is linked with this. Also difficult to see the truth, reality. Es ist wichtig, dass wir verstehen und das nicht falsch verstehen, dass es also darum geht, dass wir die Qualitäten unserer eigenen Natur enthüllen können, durch die verschiedenen Arten der Praxis, Rezitation, Visualisation, Meditation und so weiter. Und das Hauptziel ist hier, dass wir unseren Geist klar wahrnehmen können und dass wir dann dank der Klarheit in dem verweilen können, was wir entsprechend der Belehrung verstanden haben. Und wenn wir dann mit unserer Praxis fortfahren, können wir schließlich dieselben Qualitäten wie die Bodhisattvas entwickeln. Nämlich die erleuchteten Qualitäten. Hier sprechen wir über diesen Zusammenhang. Und wo ist also dann das Hindernis? Oder was meinen wir mit Hindernis? Entsprechend Rinpoches Verständnis, es kann sein, dass andere Leute ein anderes Verständnis haben, ist aufgrund der Anhaftung ans Ego oder im Zusammenhang mit dem Ego oder dem Glauben an ein Selbst, es schwierig, an die Wahrheit zu glauben. Und nämlich zum Beispiel auch an die Qualitäten eines Bodhisattvas zu glauben. Die Buddhas sehen wir ja sowieso im Allgemeinen nicht so viel.
Ziel, aber die Bodhisattvas. Und im Zusammenhang mit dem Ego glauben wir eben nicht an diese Qualitäten und auch insgesamt an die Wahrheit des Dharma. Und so haben wir einen Mangel an Vertrauen und Hingabe. Und wenn wir dann die Methoden anwenden, dann können diese aufgrund dieses Mangels an Vertrauen uns nicht wirklich dabei helfen, unseren Geist zu entwickeln. Und das schafft also Hindernisse oder Blockierungen. Und manchmal ist es auch so, dass wir sehr viele Dinge wahrnehmen, weil wir eben so intelligent und schlau sind. Und dann denken wir, dass all die verschiedenen Begriffe oder Ideen, die im Dharma erwähnt werden, falsch wären. Denn im Allgemeinen kann es eben sein, dass diese intellektuelle Klarheit die Wirklichkeit behindern kann. Und deswegen wird auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir Reinigungspraxis machen, weil wir diese Art von Hindernisse dadurch klären können. Die Reinigung hilft uns dabei, diese falschen Wahrnehmensweisen zu verhindern. Und hier müssen wir verstehen, dass entsprechend des Dharma eben gesagt wird, dass diese Wahrnehmensweisen normalerweise nicht falsch sind im allgemeinen Zusammenhang, aber eben in Bezug auf den Dharma. Denn in Bezug auf den Dharma geht es ja darum, dass wir unsere eigene Buddha-Natur enthüllen wollen oder wahrnehmen wollen. Und diese verschiedenen Themen, die gerade angesprochen wurden, sind eben dafür ein Hindernis. Und deswegen ist es dafür eben nicht gut oder falsch. Und das müssen wir verstehen, denn es ist ja nicht alles grundsätzlich falsch. Auf gewisser Weise sind auch diese intellektuellen Ideen richtig. Aber um wirklich die Wahrnehmung der Wirklichkeit zu erlangen, dabei handelt es sich dann hier eben um Hindernisse. Diese intellektuellen Vorstellungen sind normal, wir haben diese Fähigkeiten, aber für den Geist ist es im Zusammenhang damit oder aufgrund dessen eben schwierig, die Wahrheit oder die Wirklichkeit wahrzunehmen. Purification of the practice, there is usually we focus with the procedures, like Doji Sempa, we used to do visualization, recitation, mantra, like this mantra. But doing this purpose that is called obscurate of all the conditions, by all the conditions. Like, for example, there is called Sheje Dipa, Paksha Dipa, Nyomobe Dipa, Dikpe Dipa, like this kind of sentence comes, So this meaning like this, like Sheje Dipa means we are so intelligent, we are own ideas, and this also, there's a kind of a debate with the question of the practice. And Paksha Dipa means we are used to with the individual habit, and habit, present moment and past, both. Due to this, also like a kind of a blockage. Then also due to the emotions, and then fall into the wrong way. So there's then there is also due to the karmic negative deeds. This kind of conditions. If we could clear of these obstacles, then I understand. Idea is when you essential of the meaning of the practice can perceive. Reveal means can perceive true nature of your state of mind. So reason why right now cannot perceive true nature. One is also not totally their problem, but one is this kind of obscuration makes a problem. Another problem is also your own effort, like this, Normalerweise folgen wir also dieser Reinigungspraxis entsprechend der Prozedur, die da oder dem Ablauf, der da vorgegeben wird, und richten uns darauf aus. Also bei Doji Sempa handelt es sich um eine bestimmte Visualisierung und dann rezitiert man das Mantra und rezitiert auch noch bestimmte Sätze und so weiter. Das Ziel ist hier, dass alle
Trübungen oder Verdunkelungen dadurch gereinigt werden. Und wir haben ja verschiedene Schleier des Geistes, auf Tibetisch Cheche Drikpa, Pakchaki Drikpa, Nyamongpe Drikpa und Dhikpe Drikpa. Und das ist zum ersten der Schleier durch Wissen. Das heißt, dass wir so sehr unsere eigenen Ideen haben, dass wir die verschiedenen Arten der Praxis und alles Mögliche innerlich debattieren, also dass wir eben durch unsere Ideen gestört werden bei der Praxis und einen Schleier haben. Dann Pakchaki Drikpa ist, dass wir so sehr unter unseren eigenen gewohnheitsmäßigen Neigungen der Gegenwart und Vergangenheit stehen, dass wir dadurch blockiert werden. Nyonmongpe Drikpa ist, dass wir aufgrund unserer emotionalen Neigungen in verschiedene falsche Richtungen gehen. Und Dhikpe Drikpa, das sind eben ist unser Karma, das sind also die negativen Taten, die wir ausgeführt haben und die unseren Geist trüben oder verdunkeln. Und wenn wir all diese 4 Schleier oder 4 Verdunkelungen reinigen, dann können wir eben schließlich die wahre Natur unseres Geistes enthüllen, was nichts anderes heißt, als sie wahrzunehmen. Und diese Idee ist eben zentral, dass wir durch diese Reinigung diese Verdunkelung reinigen und dann unsere Praxis uns dahin führen kann, die wahre Natur des Geistes wahrzunehmen, was eben jetzt noch nicht der Fall ist. Und diese Verdunkelungen sind also ein Problem oder diese 4 Schleier, wie sie da jetzt aufgeführt wurden. Und dann gibt es auch noch Probleme aufgrund unserer eigenen Anstrengung und so weiter. Also die Praxis hängt auch davon ab, inwieweit wir uns anstrengen. Du problème réside dans les efforts que nous fournissons également. So this is one of the supporting of the practice, doing the purification. Support of the practice and also support of the life conditions, individual life conditions. If you listen the teachings, always it depends of the way of thinking, way of acting, way of contact with the other beings. So the link with this result, then condition of life, so there's also one part is very important, important present moment where we're living, preparation of the next destination. Then another hand is practice, improvement of the practice. We talk about there's a necessary kind of conditions which is really can give a result of the fruit of the practice, Donc ainsi, comme je le disais, cette pratique. Es ist also eine Unterstützung, wenn wir Reinigungspraxis machen, für unsere Praxis, aber auch für unsere persönlichen Lebensbedingungen. Wenn wir den Belehrungen zuhören, dann wird ja immer wieder davon gesprochen, dass alles davon abhängt, wie wir denken, wie wir in Kontakt mit anderen fühlenden Wesen kommunizieren und wie wir handeln. Und auch entsprechend dieser Art mit Körper, Rede und Geist umzugehen, bekommen wir bestimmte Resultate, die auch unsere Lebensbedingungen bestimmen. Und das ist also ein wichtiger Teil, wie wir jetzt leben. Und das führt dazu, dass wir eben auch unser nächstes Leben vorbereiten. Also es geht für jetzt und auch für die Zukunft eben. Unser Leben bereitet das eben auch vor, wie wir später leben. Und so versuchen wir, unsere Praxis zu verbessern. Und wir sehen, dass wir verschiedene Resultate bekommen, die aufgrund dieser Praxis eben auftauchen. It's not so difficult because it just kind of continue consistency, When you start, then you have questions, then you get the answers from the teachings, then according to your time, your need, it's a basic, it's linked with the very continue, Just continue and the kind of listen to meaning of the teaching, application of the practice, link with the individual condition of life,
combined together. This makes a lot of improvement of the all the we talk about the problems, negatives, or tendencies. All these things are also kind of very supportive there, Das Wichtige beim Dharma ist, dass wir weitermachen. Dharma an sich ist gar nicht so schwierig. Wir fangen damit an, dann haben wir Fragen, dann bekommen wir Antworten aus den Belehrungen und entsprechend unserer Zeit praktizieren wir dann. Und grundlegend geht es vor allem darum, dass wir weitermachen. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir die Bedeutung der Dharma-Belehrung verstehen und dass wir dann entsprechend die Praxis anwenden. Und zwar entsprechend unserer persönlichen Lebensbedingungen. Es ist gut, das alles miteinander zu verbinden und so können wir uns sehr verbessern. Und wir können eben unsere Probleme, unsere Negativitäten, unsere Tendenzen verbessern. Das ist dafür wirklich sehr hilfreich. Et ces aspects-là, notamment de pratique, vont être quelque chose de soutenant dans cette progression. Then there is one important is we have to learn first how to we make relax, And this is very important, like just continue. It's also another tendency way of develop. So continue how to relax. Through this, then listen, teaching, apply the practice, then everything comes kind of very good way, Und ein anderer sehr wichtiger Punkt ist auch, dass wir lernen, wie wir uns entspannen. Wenn wir einfach nur weitermachen, schaffen wir eine bestimmte Tendenz, aber wir sollten auch damit weitermachen, uns wirklich immer mehr zu entspannen. Und dann hören wir den Belehrungen zu, wenden die Praxis an und alles wird auf sichere Weise dann gut verlaufen. Et notre application, notre mise en œuvre de la pratique va faire que tout va pouvoir emprunter une bonne direction. Donc il y a aussi cette composante de savoir ou de rester en fait détendu. So now how to relax, we talk tomorrow again. How to make relax, So today donc, wie wir uns entspannen, darüber werden wir dann morgen sprechen. Oh yeah, so, I'm thinking tomorrow, So now the tamje seba nye dana paje jega na je pala tu ba ye sepe solen do wara sho jamba bawe chedra jamba na kundu sambo te yen de da gunje jeso da ro je gwa de da raudo ngo sanje ko so nyebe chala da chunye menjuro dembe Gendu meche dumbe chala je dang wa ma lang du parasho. Okay, thank you.